Hey, grüßt euch. Diesmal ist eine sehr besondere Folge und zwar, ich glaube, wir schließen in dieser Folge das Blech hier ab. Einerseits werde ich hier jetzt dieses Blech soweit vorbereiten und grundieren. Dann kommt diese Ladekante da drauf geschweißt und dann kommen diese ganzen Verstärkungen hier, diese ganzen Verstärkungen hier reingeschweißt und die Lampenecken. Und dann ist soweit das Heck fertig und dann kommt ein ganz anderer Schritt, aber da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Ich würde sagen, da oben werde ich gespannt. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, genug gelabert. Let's go! Jetzt hier ein klitzekleines Problem, ist aber leicht zu lösen, und zwar dieses Bauteil hier, das ist jetzt für die doppelte Schwingtüre. Hier ist die Artikelnummer, ist eine 463er Nummer, ist 463 640 0071. Hier sind in der Mitte für diese Flügeltür keine Löcher für den Schließteil oder wie auch immer man das nennen mag. Ist aber in der Regel vorhanden, weil man muss natürlich die Tür festmachen. Das muss ich jetzt hier irgendwie anbringen. Das ist hier original mit diesem Halter angepunktet. Und das bereiten wir jetzt vor, werden das dann hier dran festmachen und dann passt das.
wunderbar. Es geht jetzt auf das Finale zu. Ich habe jetzt hier alles noch so ein bisschen angepasst und so weiter. Dass alles passt. Alles locker dran gesteckt, ob es passt. Das wird noch so ein bisschen Nacharbeit benötigen, dass es hier alles so hinhaut. An manchen Stellen brauche ich einfach Kleber, an manchen Stellen schweiße ich. Das werden wir sehen. Jetzt bereite ich das so weit vor, dass ich hier Löcher reinbohren werde in diese Stellen. Und hier einmal in die Kotflügel. Von der Seite schweiße ich dann auch. Hier unten werde ich schweißen. Hier natürlich auch an der Beifahrerseite. Und hier an diesen Verstärkungsstellen. Hier, wo das Reserverad hinkommt, da war früher nichts. Da kommt aber Kleber diesmal. Hier an der Verstärkung werde ich auch Kleber hinmachen. Hier an der Verstärkung werde ich Kleber hinmachen. Und diese Lampenrückwände, die werden auch hier festgeklebt an der Stelle und da verschweißt. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Ich würde sagen, ich fange mal an. Ich werde jetzt hier diese Lampenecken festschweißen, aber ich kann die nicht an... Oh, Alter, ey, die Decke macht Geräusche, hoffentlich. Ich wünsche mir die ganze Zeit, dass es bloß nicht einstürzt hier. In 6 Wochen ist ja hier zum Glück Schluss, also ich hoffe, bis dahin hält das Dach. Aber dann brauche ich auch wieder eine neue Werkstatt. Bisher habe ich keine. Also falls ihr eine Werkstatt habt im Raum von Köln, dann sagt irgendwie mal Bescheid. Hier, so, weiter geht's. Das werde ich festschweißen, aber hier diese Verstärkungsbleche, die werde ich nicht festschweißen. Da werde ich nur kleben mit diesem 2-Komponenten-Kleber hier von Würth. Hat sich ja letztes Mal ziemlich gut bewährt. Und eigentlich macht man jetzt hier so ein, wie heißt das? Strato, keine Ahnung. Jedenfalls muss es gemischt werden. Aber wenn das hier drinnen gemischt wird, dann kannst du das Ding natürlich nicht mehr benutzen. Ich habe davon nicht unendlich viele. Aber ich brauche jetzt auch nicht so viel Kleber. Deshalb werde ich jetzt hier diesen noch nicht ganz ausgedienten Pizzakarton verwenden. Darauf werde ich das Ganze hier jetzt ausspritzen, was weiß ich was. Und dann einfach selber vermischen. Ne? Und dann hoffen wir einfach mal, dass es so funktioniert. Jetzt muss halt nur noch hier gemischt werden. Mischt sich natürlich wunderbar. Bombig fester Zeug. Das ist echt, also ihr seht schon, wie das sich mischen lässt. Ne? Und was meint ihr, was das für ein Kraftakt ist, das hier durchzudrücken? Das ist so ekelhaft. Aber es ist extrem geil. Es wird sehr, sehr fest. So fest wie, also Spachtel ungefähr. Also fest, ja. Aber nicht elastisch. Aber viel stabiler als Spachtel. Ne? So ein geiles Produkt.
jetzt machen wir hier hinten diese Rückleuchtenrückwände rein. Da war ja vorher, also das hier sind die richtigen, ist ja klar, ne? Das hier war vorher da drin verschweißt, nee, nicht verschweißt, es war verschraubt mit Schrauben. Das sind 5 Liter Kanister, Ecken von Wandmalfarbe. Ja? Das ist so ein Plastik, Wandmalfarbe, so ein Stück rausgeschnitten, wurde einfach festgespackst und fertig. Jetzt kommt das Richtige dran und let's go. Ich mache jetzt hier die Stelle noch schön voll mit dem 2-Komponenten-Kleber. Ich keinen Bock habe, an der Stelle zu schweißen, weil bis ich den Driss hier finde oder treffe, habe ich 10 Löcher gebohrt. Darauf habe ich keinen Bock. Vor allem hier an diesen dünnen Kanten kann ich es auch noch festkleben. Das ist gar nicht die Aufgabe davon. Also soll eigentlich gar nicht an der Stelle fest sein, das Blech, aber egal, ich mache es da fest. Ist halt auf jeden Fall richtig Bombe. So ein geiles Produkt! Zur Aufhebung der Ausgangssperre bin ich fertig geworden. Wir haben jetzt 4:45 und ich würde sagen, das Ganze kann sich sehen lassen. Ich würde das euch jetzt hier gerne im Detail mit Lampe zeigen, aber all meine Lampen sind ausgefallen. Entweder haben die Defekte oder die Akkus sind leer. Ich habe es die ganze Zeit versucht. Hier, das ist soweit alles in Ordnung. Es gibt 1, 2 Punkte, die in dem Nicht-Sichtbereich oder Sichtbereich sind, die ich eigentlich lassen wollte, die ich aber wegschleifen muss. Also diese 2, 3 Punkte und natürlich hier diese Punkte werde ich wegmachen, weil ich hier einfach nichts haben will an dem Bereich. Ich würde sagen, ich habe einiges geschafft diese Woche. Endlich ist das Heck fertig. Und was will ich denn sonst noch sagen? Komplizierter als ich gedacht habe, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht so richtig beschreiben. Geht Schritt für Schritt vor und dann passt das Ganze schon. Sind zwar Originalteile gewesen, aber passen trotzdem nicht zu 100%. Also hier musste ich noch ein bisschen nachdenken und so weiter. Hier an diesem Bereich auch. Also das passt alles so semi. Ich sag mal so, besser als die polnischen Bleche. Aber zu 100% passt das dann auch nicht. Nächste Woche geht es dann endlich mit was anderem los. Hier das Heck ist jetzt abgeschlossen. Die größten Arbeiten an der Karosserie sind erledigt, denke ich mir. Ja, doch so ein paar Sachen müssen noch gemacht werden. Aber hier an der Hauptkarosse ist eigentlich das Gröbste getan. Noch ein paar Flicken müssen irgendwo reingemacht werden, reingebraten werden. Das ist aber jetzt nicht so wild. Nächste Woche wird was komplett anderes kommen, aber auch bezüglich der G-Klasse. Also aber kein Blech mehr einschweißen nächste Woche, sondern was anderes. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.